Gib deinen Marmormehlbildern einen besonderen Effekt, indem du das Material an exakten Kanten aufbrechen lässt. Im Video zeige ich dir, wie du das machst. Für dieses Video habe ich ein relativ kleines Format genommen, du könntest das aber auch gut auf einer größeren Leinwand anfertigen. Für diese scharfen Kanten brauchst du Pappe. Ich habe hier Malerpappe, die kommt bei mir häufiger im Atelier zum Einsatz. Du kannst aber auch eine beliebig andere Pappe nehmen, Hauptsache das Material ist ein bisschen dicker und steifer. Ich schneide mir jetzt ein Stück zurecht und es geht darum, diese Zackenlinie, die sich dann später zeigen soll, auf diese Pappe zu bringen. Das Ganze folgt im Grunde einer geschwungenen Linie. Und entlang dieser geschwungenen Linie trage ich jetzt die Zacken ein. Das gelingt jetzt nicht sofort beim ersten Mal. Du siehst hier, ich korrigiere auch, verstärke so ein bisschen und schaue, dass es einfach eine gute Figur wird. Damit ich schöne Risskanten bekomme und nicht mit der Schere schneiden muss, gehe ich jetzt entlang meiner gezeichneten Figur mit einer Pipette und Wasser. Dieses Wasser weicht die Malerpappe an der Stelle auf und ich kann das sehr gut dann abreißen. Also es ist aufgeweicht und reißt genau an der zuvor mit Wasser benetzten Stelle. Und das überrascht jetzt vielleicht, es ist das kleine Stück, was ich als Schablone brauche. Die gegenüberliegende Seite ist nicht zackig, sondern es ist eine gerade Kante, eine geschwungene Linie und die stelle ich jetzt genauso her. Wasser drauf geben, abreißen und da ist mein Gegenstück für die andere Seite auf der Leinwand. Ich lege das Ganze hier nochmal hin, um mir das vorzustellen und dann ist dieser Schritt auch fertig. Nun kommt das Marmormehl. Dazu habe ich mir 300 Gramm Marmormehl und 160 Gramm Acrylbinder schon fertig gemischt. Und das trage ich jetzt in einer dünnen, aber gleichmäßigen Schicht nur in dem linken Teil des Bildes, wo also diese Zackenkante entstehen soll, auf. Das ist ungefähr 10 cm breit, was ich da jetzt spachtele. Und dann geht es im Anschluss direkt weiter mit meiner Schablone. Ich lege die vorsichtig auf das Marmormehl auf, was unten drunter ist. Das ist noch feucht, das klebt aber nicht unbedingt und das ist auch kein Problem für diese Schicht unten drunter. Und hier setze ich jetzt relativ dick an mit dem Marmormehl, weil ich ja möchte, dass diese Kanten doch stark aufbrechen. Du musst also etwas über die Pappe spachteln und natürlich auch ordentlich auf die Leinwand, sodass also auch das Marmormehl an der Stelle dann brechen kann. Sei hier nicht zaghaft mit dem Marmormehl, sonst siehst du die Kante später nicht. Du darfst also ruhig deutlich dicker spachteln an der Stelle. Das tut der Sache nur gut. Ich gehe hier nochmal rüber, verstreiche das ein bisschen zu dieser restlichen Fläche, aber dann ist die Struktur schon fertig und du nimmst einfach die Pappe hoch und unten drunter bleibt also jetzt dieser Zackenrand stehen. Und hier kannst du jetzt ganz deutlich sehen, dass da wirklich ein Unterschied in den Ebenen ist und das macht dann natürlich später den Reiz im Bild aus. Jetzt geht es auf der anderen Seite genauso weiter, also ich spachtle wieder einen Streifen als Grundlage, dann kommt die Schablone dran und dann wird dagegen gespachtelt.
Wenn ich jetzt diese Schablone löse, ist die Mitte im Grunde mit bespachtelt worden. Die ist also soweit fertig. Ich möchte jetzt aber hier noch ein bisschen tricksen. Und zwar will ich, dass diese Kante nicht komplett durchgeht. Also ich ziehe sie hier oben glatt, sodass der obere Bereich da wirklich ineinander übergeht. Das wird eine schöne Ecke machen, wo diese Kante sich verliert. Und ich setze hier nochmal so ein bisschen nach, dass also hier auch noch eine starke Struktur entsteht. Das ist jetzt ein bisschen künstlerische Freiheit. Da musst du einfach schauen, wie sich dein Bild an der Stelle gestaltet. Und hier setze ich auch nochmal so eine Marke hin, dass auch ein bisschen mehr Marmormehl hier bricht. Und ansonsten wird das nach oben auslaufen. Nach 2 Tagen Trocknen in der Sonne im warmen Zimmer haben sich schöne Strukturen gebildet, die Kanten sind deutlich sichtbar. Und jetzt solltest du deine Leinwand einmal schleifen, ganz normales Schleifpapier, einmal drüber gehen, sodass die Grate gebrochen werden und sich das Ganze unter den Händen gut anfühlt. Dann kannst du mit dem Farbauftrag starten. Du brauchst eine große Menge Weiß. Und dazu kommen 4 Farben. Es ist einmal Ockergelb, gebrannte Umbra, Braun und Schwarz. Und du startest zunächst mit Weiß, das heißt die Leinwand wird einmal komplett in Weiß grundiert. Diese Grundierung sorgt dafür, dass du später, wenn du mit der Farbe beginnst, nicht sofort zu schnell zu dunkel wirst. Es ist also immer hilfreich, mit einer Grundschicht in Weiß zu beginnen und dann langsam nach und nach die Farbigkeit reinzubringen. Und damit das auch gut geht, musst du deine Leinwand auch immer feucht halten. Das heißt, wenn du merkst, der Pinsel rutscht nicht mehr, dann geh einmal mit der Sprühflasche drüber, dass die weiße Farbe noch feucht bleibt. In die weiße Farbe hinein kommen dann die ersten Farben, also direkt, wenn das noch feucht ist, kannst du starten. Es geht hier bei mir los über diese Kante mit den Zacken hinweg, jetzt mit einem Gelb. Und dann kommen langsam die anderen Farben hinzu. Lass dich da leiten, arbeite die gut ein. Es ist eine erste Farbigkeit, das ist noch nicht die endgültige Gestaltung des Bildes. Hier geht es nur um eine grundsätzliche Tönung. Du hast gesehen, ich nehme ein bisschen Schwarz, es ist also wirklich nur eine kleine Ecke und sie färbt schon deutlich. Deshalb ist es gut, dass wir unten drunter das Weiß haben, sonst wäre jetzt das Bild zu dunkel schon.
Und denke bei diesem Schritt auch an deine Ränder. Das muss nicht hundertprozentig passen zu dem, wie sich die Farbigkeit direkt an der Stelle entwickelt, aber wenn du gerade jetzt Weiß und Gelb und Umbra auf dem Teller hast, dann schau zu, dass du diese Ränder mit einfärbst. Und wenn diese Schicht getrocknet ist, das braucht mindestens einen Tag, je nach Stärke deines Farbauftrags, kann es auch 2 Tage sein, dann geht es weiter und wir nutzen die gleichen Farben. Das heißt, wir brauchen dunkle Farben und das ist in diesem Falle das Dunkelbraun, was vorher schon benutzt worden ist, und das Umbra. Und beide Farben verdünne ich jetzt mit Wasser. Das wird eine richtig flüssige Farbe. Gut verreiben, dass du keine Klümpchen da drin hast. Und dann gehst du mit dieser Farbe komplett auf deine Marmormehlstruktur. Sprüh zunächst die Leinwand ein, dann wird es etwas leichter, die flüssige Farbe aufzutragen. Sie fließt einfach besser. Und dann nimmst du dir zunächst das Braun, die dunklere Farbe, und jetzt werden wirklich die Strukturen rausgearbeitet. Also ich will hier versuchen, diese Kante, die wir ja durch die Schablone erhalten haben, dass die jetzt richtig hervortritt. Zwischendurch sprühst du immer wieder Wasser auf und nimmst natürlich auch Farbe weg, wenn sie zu viel wird. Es ist einfach ein Spiel, um die Strukturen gut sichtbar zu machen. Ich habe auch einen kleineren Pinsel noch dabei, dass ich gezielt Dunkelheit reingeben kann. Da musst du einfach schauen, wie das in deinem Bild sich zeigt mit den Strukturen des Marmormehls.
Mit dem flüssigen Farbauftrag haben wir natürlich tolle Betonungen bekommen. Gleichzeitig ist es aber auch ein bisschen zu dunkel an einigen Stellen. Und da kann man, statt mit Farbe drüber zu gehen, sich eine Wachspaste herstellen, die aus Pigment und Wachs erstellt wird. Ich habe also hier ein Ockergelb und ein Weiß. Das Ockergelb selbst wäre mir zu gelb, deshalb gibt es also mehr Weiß als Gelb für diese Farbe, für diese Paste. Und jetzt kommt dieses Wachs hinzu und das wird jetzt zusammen mit dem Spachtel verknetet und am Ende hat das eine Konsistenz wie Schuhcreme. Das lässt sich sehr gut verkneten, das ist ganz schnell gemacht, der Wachs ist relativ weich und verbindet sich auch sofort mit dem Pigment. Das ist überhaupt kein Problem. Und aufgetragen wird das dann mit einem Baumwolllappen. Ich tupfe in diese Paste hinein, sodass sie sich also auch so in dem Baumwolllappen absetzt und dass da eine gewisse Menge am Lappen bleibt. Und dann gehe ich über die Struktur und ihr seht hier schon sofort, es wird heller. Das nützt jetzt nichts, mehrfach drüber zu gehen, also irgendwann merkt man, da kommt keine Farbe mehr vom Lappen runter, dann muss ich also wieder erneut in die Paste. Aber ich kann die Strukturen deutlich aufhellen. Ich werde dann gleich auch noch eine reine weiße Paste herstellen und mit diesen beiden Pasten dann das Bild in der Farbigkeit finalisieren. Mit der Wachspaste sind also jetzt deutlich hellere Bereiche neben den dunklen Bereichen entstanden und es sind auch nochmal die Strukturen hervorgehoben worden, gerade hier vorne in diesem rötlichen Bereich. Das sieht sehr schön aus. Die Kanten, diese unterschiedlichen Ebenen sind deutlich zu sehen und das hat so einen ganz eigenen Reiz, auch in dem Kontrast zwischen den hellen und den dunklen Flächen. Die Wachspaste ist nach 2 bis 4 Tagen trocken, ihr könnt das also spüren und dann könnt ihr lackieren. Ich nehme hier einen Seidenglanzlack und verdünne den ein bisschen mit Wasser und lackiere dann einfach das Bild ganz normal durch. Das hält auf dem Wachs wunderbar, das ist überhaupt kein Problem, der Wachs muss nur trocken sein.